Donnerwind im Freizeitpark Plon ist die Neuheit in Deutschland. Eine Wasserachterbahn und eine Weltneuheit. Der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht, Wasserachterbahn habe ich doch schon mal gesehen. Ja, aber nicht so, denn es gibt hier 2 Katapultstarts. Die Firma Mack Rides, die diese Anlage geliefert hat, hat sich nämlich einen neuen LIM-Antrieb ausgedacht quasi, mit dem man die Boote aus dem Wasser raus beschleunigen kann. Und es gibt ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel ein High-Five-Element, wo 2 Boote sich entgegenkommen und man sich gefühlt abklatschen kann. Und verschiedene andere Dinge, die wir schon in den vergangenen Monaten in einer detaillierten Baudoku euch gezeigt haben, wie diese Rockworks entstanden sind, wie die Achterbahnschienen aufgebaut wurden und vieles, vieles andere. Und wir starten heute ins Opening von Donnerwind im Freizeitpark Plon.
geboren, Markenprodukt. Ganz wichtig, wenn ihr hier mitfahren wollt, ab 1,10 Meter Körpergröße könnt ihr das machen in Begleitung einer erwachsenen Person und ab 1,30 Meter Körpergröße dürft ihr sogar alleine mitfahren mit Donnerwind, hier dem neuen Multi-Launch Watercoaster von Mack Rides im Freizeitpark Plon. Ja, thematisch Donnerwind ist ja so eine Anspielung auf die nordische Mythologie und es ist jetzt nicht einfach so stumpf mal Thor, der Donnergott, sondern es ist der Donnerwind und dann auch dadurch diese Schreibweise halt super viel im Detail sich da Gedanken zu gemacht. Die Boote sehen unterschiedlich aus. Es gibt eine Station, die von außen schon mal sehr schön aussieht, sich ins Gesamtbild des Parks einfügt, aber innen auch sehr detailliert gestaltet ist. Haben wir jetzt noch nicht fertig gesehen, habt ihr, wie wir auch, aber in der Baudoku gesehen. Und es geht hier gerade mal ein bisschen ab. Es gibt nämlich ein paar Special Effects auch bei der Fahrt. Da reden wir gleich drüber, wenn wir gefahren sind. Ich bin wirklich sehr gespannt. Die Leute haben richtig Bock. Dieser Bereich sieht so stark aus. Und es ist wirklich, als ob das eigentlich schon immer hierhin gehört hätte. Und wirklich eine spannende Neuheit hier, die wir uns dann jetzt gleich nach der Pressekonferenz dann im Detail nochmal angucken. Und ich glaube, das ist auch so der nächste Stop, wo wir es hinmachen. Für diese Weltneuheit. Ladies and gentlemen, very warm welcome to all our international guests for this press conference. Ja, ich bin hier in der Nähe zu Hause und kann mal sagen, ich begrüße Sie im schönsten Freizeitpark Sachsens. Den Titel habe ich jetzt sozusagen gerade erfunden und vergeben. Ich bin natürlich begeistert von der Natur, von der Lage, von den Attraktionen. Vor allem bin ich aber begeistert von der unternehmerischen Kraft und der Leistung der Familie Völke. Ja, natürlich auch erstmal von mir ein Hallo und herzlich willkommen an alle Vertreter von Politik, Wirtschaft, Medien, Content Creator oder einfach nur Freizeitpark-Begeisterte. Da haben wir ja auch jede Menge heute da. Das freue ich mich, dass ich uns heute unsere Ehrengäste vorstellen darf. Das wäre zum einen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, unseren Landrat Herr Thomas Hennig. Sehr freue ich mich natürlich auch, dass aus dem Europapark in Rust die weite Reise angetreten haben, Herr Michael und Roland Mack. Wie sieht es in dir aus? Wie groß ist deine Freude? Ja, die Freude ist enorm riesig. Ich glaube, das liegt nicht nur an den Temperaturen, dass ich heute so sehr schwitze, da ist auch eine jede Menge Aufregung dabei. Weltneuheit hier bei uns in dem kleinen, familiengeführten Freizeitpark, das macht mich schon sehr stolz. Lutz, erste kurze Frage, wie lange bist du schon hier im Unternehmen? Seit 1998. Ja, also eine gute Zeit. Und wir fangen vielleicht mal an mit der Frage, wir sagen hier immer Weltneuheit. Warum, weshalb, wieso, wofür steht hier Weltneuheit? Ja, mit dem Donnerwind haben wir quasi den Watercoaster zusammen mit der Firma Mack Rides komplett neu interpretiert. Also die Weltneuheit ist, dass wir aus dem Wasser heraus gelauncht, also mit einem Katapultstart in die Achterbahn hineingeschossen werden sozusagen. Du bist also meiner Meinung nach von den Ministerpräsidenten einer auch, der ja natürlich ein tolles Portfolio hat in seinem Land. Ja? Also allein landschaftlich, du kommst doch gerne ins Vogtland, wissen wir, aber du hast schon ein cooles Land, oder? Ja, Sachsen ist schon das Land der Freizeitparks und wir lieben das auch. Wir sind ein bisschen verrückt, glaube ich, nach Achterbahnen und nach Spaß. Aber es ist natürlich so, du kommst aus dem Ausland nach Sachsen und fährst erstmal durch den besten Teil, durchs Vogtland. Schon bei der Begrüßung sieht man Vogtländer Jungs. Ich bin leider nur Neuvogtländer, weil ich zugezogen bin. Ja. Aber ja, es ist schon auch eine Herzlichkeit unter euch vorhanden, oder? Also ich muss ja sagen, wir kennen uns wirklich erst so seit 4-5 Jahren insgesamt, aber das war Liebe auf den ersten Blick, auch mit dem Lutz, also man ist hergekommen, man ist aufgenommen worden, also es war so ein Miteinander auf Augenhöhe, also Respekt zurück und was Sie hier in den 30 Jahren auf die Beine gestellt haben, ist allein, und ich bin ja immer so einer, der guckt immer, was macht man im Vogtland wegen Alleinstellungsmerkmale, und ich kann das ja mit Fug und Recht behaupten, das ist nicht der schönste Freizeitpark in Sachsen, in ganz Deutschland. Auch wenn der Markt jetzt vielleicht so ganz kleines bisschen innerlich sagen, hin und her gerissen ist, aber sowas hier gerade für Familien, für die Ausrichtung was gemacht hat, und hier geht man dann nicht ran, der Lutz, ihr hättet auch sagen können, jetzt wir machen es irgendwas 30, 40 Meter hoch, was man dann irgendwo schon von Auerbach-Rodewisch sehen, nein, das soll hier eingebettet sein, und ich denke, sowas ist halt genau richtig, und das sieht man auch, mit wie viel Herzblut ihr an der Sache kämpft. Ich bin eigentlich der totaler Schisser.
Also bei mir ging das schon irgendwann mit 30 los, da ich noch nichts mehr gefahren bin. Ich werde mich heute, weil ich kann ja nicht, wenn der MB fährt, kann ich ja nicht sagen, ich fahre nicht mit, also muss ich ja mitfahren. Ne? Also das zählt ja nichts, wenn die Augen zumachen, wer bis 110, dann ist es vorbei. Aber lieber Jan, ich übergebe dir jetzt offiziell und du kannst ab jetzt offiziell ab dem Punkt jeden dort fahren lassen, der über 5 Jahre ist, bis 99,9, aber wir haben sogar rüstliche Vogtländer über 100. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und zum 30-jährigen Festel komme ich noch vorbei, dann bringe ich euch noch was mit. Ja, also ich muss vielleicht mal dazu sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch, Michael, Roland. Ich durfte gestern die Pressekonferenz, also nicht, dass ich die moderieren durfte, sondern ich habe gestern die Eröffnung vom 7. Hotel moderieren dürfen. Die Pressekonferenz für die Western Lodge in der Silver Lake City. Auch ein Meilenstein, 7. Hotel, dazu herzlichen Glückwunsch. War es ist auch eine große, tolle Investition. Glückwunsch. Auf dem bestehenden Markt etwas zu entwickeln, was es so noch nicht gab. Zum einen können wir natürlich auf eine Portion Erfahrung zurückgreifen und das hilft natürlich schon, wenn es um neue Ideen geht, aber eine Neuheit zu entwickeln mit allen Risiken, die damit einhergehen, ist nicht immer ganz einfach. Und es war sehr spannend, wie ich gehört habe, dass man ja auch diese Anlage einbetten will. Das ist genau in meinem Sinn und da kommt dann neue Herausforderungen. Es ist nicht einfach etwas aus der Schublade zu ziehen und hinzubauen, und egal wie hoch und wie breit und wie lang es ist, sondern dass man Bäume berücksichtigt, dass man Höhenlinien berücksichtigt, dass man das Publikum berücksichtigt. Wir haben ja hier einige Coaster-Fans sitzen und ich appelliere an euch, erstmal werdet ihr auch älter, habt ihr jetzt vom MP gehört, da möchte ich Begrenzung im Alter haben für rasante Bahnen. Aber wir sind ähnlich aufgestellt. Wir suchen nach dem Familienpublikum und insofern ist es ganz wichtig, auch kleinen Menschen Freude zu machen. Und mein Vater hat immer gesagt, am schönsten ist eine Anlage, wenn man einsteigt, steigt aus und man möchte gleich nochmal fahren und vor allem die ganze Familie möchte fahren. Und das wird manchmal überschätzt. Es ist nicht immer dann die Titelzeile, die man bekommt bei den Medien, weil da geht es immer nur nach hochschnell und noch rasanter. Es wird unterschätzt, dass das, was den Menschen ins Herz geht, dass sie gemeinsam Freude und Spaß haben, was nicht immer auf der Frontpage steht, aber was die Menschen glücklich und zufrieden macht. Es ist sicherlich ein Highlight in der Branche. Wir haben auch großes Interesse mittlerweile. Es hat sich rumgesprochen, dass sowas im Vogtland entsteht. Und es sind neue Interessenten, nicht vor der Haustür. Insofern könnt ihr da ganz getrost sein. Es ist die nächste Anlage, die vermutlich in den nächsten 1-2 Jahren nach Amerika geht, in Planung. Wünsche ich dem Freizeitpark alles gut. Bedanke mich für das Vertrauen. Wir haben ja mittlerweile schon, ich möchte einfach nur schließen mit dem Satz, Schiene gut gebogen, Mark Reitz. 150 Unternehmen aus Deutschland? Ja, ganz genau. Also unser Verband, der ist die Interessensvertretung und die Branchenvertretung für Freizeitunternehmen, für Unternehmen der Freizeitwirtschaft. Dabei sind Freizeitparks wie natürlich der Europapark oder wie hier Freizeitpark in Plon, aber auch Zoos, Tierparks, Erlebnisbäder oder Brandlands, FC Bayern Erlebniswelt, Rotkäppchen Erlebniswelt. Und wenn ich Rotkäppchen sage, meine ich nicht das Märchen. Seit 30 Jahren, euren 30. Geburtstag feiert, habe ich hier noch eine Geburtstagsurkunde dabei für euch in Anerkennung eurer Beharrlichkeit, in Anerkennung eurer Beständigkeit. 30 Jahre, gut, wir haben gelernt, verglichen mit dem Unternehmen Mack ist das natürlich nur von kurzem Bestand mit 250 Jahren. Gut, verglichen mit meiner letzten Ehe ist es auf jeden Fall von einem großen Bestand. Gratuliere. Ja, an meinen Vater und an meine Mutter, die leider schon längere Zeit von uns gegangen ist, widmen, weil ohne den Mut, sowas überhaupt zu gründen, die Vision zu haben, hier sowas entstehen zu lassen, wäre das gar nicht möglich gewesen. Also nochmal großen Respekt, also ich habe den kleinsten Teil dazu beigetragen, der größte Lob, den muss ich direkt weitergeben. Also bevor wir gehen, will ich mir doch nicht nehmen lassen, hier unser Geschenk abzugeben. Und zwar schon eine alter Tradition, bitte helfen mir. Eine alter Tradition haben wir das Layout dieser wunderbaren Neuheit in ein Glasquader eingearbeitet. Und das soll eine schöne Erinnerung irgendwo neben dem anderen, neben dem Dynamite stehen. Und
euch immer ein bisschen an uns erinnern. Und ich möchte einfach auch nochmal Danke sagen, weil ich meine, wir arbeiten ja auf der ganzen Welt. Wir arbeiten mit großen Unternehmen, Universal, Disney, wie sie heißen. Aber wenn man mit einem Unternehmen wie mit euch arbeitet, dann gibt es ein Problem, da wird kurz telefoniert und die Sache ist geregelt. Man muss nicht mit 22 Managern reden, man muss nicht dem Geld hinterherrennen, es funktioniert alles, muss auch mal gesagt sein, finde ich. Und dafür möchte ich einfach Danke sagen. Für die gute Zusammenarbeit. Ich möchte auch meinem Projektleiter, da sitzt da, Herr Lehr, danken. Ich glaube, es hat auch gut funktioniert. Super. Und ich hoffe auf viele weitere gemeinsame Attraktionen, die wir zusammen entwickeln dürfen. Vielen, vielen Dank. Drei, zwei, eins. Schiene toll gebogen, das werden wir jetzt gleich sehen. 7 Jahre ist auch her, dass Sie Mac-Produkt sozusagen gesagt haben. Das ist ja um die Welt gegangen, ne? Absolut, absolut. Und gilt hier auch das, was für Dynamite gilt? Ihr Spruch, Schiene toll gebogen? Absolut. Ich habe das ja vorher als Schlusssatz gesagt. Ich habe noch einen kleinen Fehler reingebracht. Ich hätte nicht Mac Right sagen sollen, sondern der Slogan, der weltweit gesetzt ist seit unserer letzten Fahrt, ist gut gebogen, Mac-Produkt. So, viel Spaß. Wirklich gut gebogen. Sehr schön. Ja. Achtung. Stelle, ja? Jetzt kommt da. Ganz leicht. Ja, schön. 1600 PS. Jawohl. Aber das ist so, wie du sagst, da möchte man gleich normal fahren. Ja? Absolut gelungen. Es ist ein echtes Familienprodukt. Es ist sehr innovativ mit der Beschleunigung aus dem Wasser raus mit rund 1600 PS. Das gibt schon richtig Wucht, ohne dass jemand in der Familie, kleine Kinder oder so, Angst bekommen. Das Wasser spielt eine Rolle. Man kriegt ein paar Spritzer ab, aber nicht zu viel. Ich glaube, mit dem ganzen Vorschaubereich, der Wartebereich sehr gelungen, die Atmosphäre drumherum. Der Name hat Berechtigung von dieser Bahn. Tolles Produkt für diesen Park. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Das ist natürlich die erste Fahrt, eine Jungfernfahrt, ist immer was Besonderes. Mein Vater hat es ja vorhin in der Pressekonferenz schön gesagt, dass die Prototypen eigentlich immer in Ruß standen. Ich glaube auch hier, durch ein neues Produkt muss hier und da noch ein bisschen getuned werden. Es fehlen ja noch die ein oder andere Dekoteile noch am Boot selbst. Aber ich glaube, die Ingenieure haben einen guten Job gemacht und wie gesagt, ich glaube, es kann noch besser werden. Es ist jetzt schon toll für die Familie. Klar, bei den Coaster-Fans, für die du ja auch regelmäßig
unterwegs bist. Die werden wahrscheinlich sagen, hier und da der zweite Lounge könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Power bekommen, aber ich glaube, jetzt geht es ins Feintuning. Und ich bin wirklich stolz darüber, das mit einer Familie zu tun, weil die Familie Völkel weiß eben auch, was es bedeutet, Prototypen zu installieren und sind da im engen Austausch. Insofern kann ich mir nur vorstellen, dass die Bahn noch besser wird, wenn sie jetzt dann auch mal ein paar Runden gedreht hat. Also ich fand sie großartig, die Fahrt. Es sind noch Kleinigkeiten, die wir verbessern können, das ist sicher. Aber ich meine, es ist ein Prototyp. Wir haben jetzt den gerade erst aufgemacht und wir werden da sicher noch ein bisschen was dran tun. Aber mir gefällt sie super. Und ich denke, es ist wirklich eine perfekte Bahn hier für den Park und auch für viele andere Parks. Der zweite ist ja schon im Entstehen. In den USA wurde mehrfach gesagt. Und ich glaube, das wird ein ganz tolles Produkt für gerade solche mittelgroßen, kleineren Parks. Toni, als Repräsentant vom FKF, wie fandest du die Fahrt auf Donnerwind? Ja, das ist eine super Anlage, denke ich, für die ganze Familie geeignet. Und ja, in der einen Kurve könnte es ein Tuck schneller sein, aber ich hörte schon, vielleicht wird noch ein bisschen nachjustiert, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, denke ich mal. Also für die Familie geeignet, absolut gut für das Publikum hier, denke ich. Donnerwind im Freizeitpark Plon, der neue Mack-Rides Multi-Launch Water Coaster. Was eine coole Attraktion. Ihr habt gerade ein paar Stimmen gehört von Leuten aus der Branche, die sich auch auskennen und die alle einfach eine richtig gute Zeit hatten. Und das ist ein 1A-Gesamtpaket. Ein cooler Ride, eine coole Story und eine super oder auch eine coole Gestaltung. Also nichts ist besser als das andere. Das alles im Gesamten ist so gut geworden und so viel Herzblut ist hier reingeflossen in dieses Projekt und das sieht man an allen Ecken und Enden meiner Meinung nach. Die Warteschlange ist so immersiv gestaltet, hat coole Pre-Show-Elemente, verschiedenste Effekte. Das Logo ist cool, das Thema ist cool. Dankenswerterweise durften wir hier bei diesem Projekt einiges beisteuern. Es fing damals tatsächlich erst an mit der Logoentwicklung, so das war das Erste, was wir angegangen sind. Dann kam natürlich der Soundtrack dann auf dem Weg dazu, ging dann über in die Mediaproduktion und gemeinsame Storyentwicklung und das ist ja hier in dem Bereich auch sehr präsent dargestellt und ich glaube auch sehr stimmungsvoll geworden. Und ja, dann ging es dann schlussendlich in die eigentliche Inszenierung hier vor Ort mit Licht, Sound, der Programmierung, in welchem Intervall läuft das Safety-Video und alles, was dazugehört, um eben das für die Gäste zu einem atmosphärischen, sicheren und schönen Erlebnis zu machen. Hier haben wir nichts gebaut. Nichts? Nee, tatsächlich nicht. Also hier war der Freizeitpark Plon im Grunde größtenteils so für die gesamte Innengestaltung und Ähnliches verantwortlich. Ja. Universal Rocks haben sie noch mit dazu geholt, natürlich für draußen, für die wirklich unfassbar schönen Arbeiten dort. Und ja, wir haben uns dann vor allem so, sage ich mal, eher auf Storytelling fokussiert oder durften uns darauf fokussieren. Also in dem Sinne halt diesen Media-Content, wie wird die Geschichte erzählt, wie kann man sie aber auch so integrieren, dass es irgendwie natürlich funktioniert. Und das kann ich ganz besonders hier hervorheben, dass der Park ist allgemein deutlich sensibler angegangen ist, als man es von vielen anderen Parks kennt, weil Freizeitpark ist ganz oft voll auf die 12 und das ist okay, das muss es und so funktioniert das heutzutage oder schon eigentlich immer, aber bei Donnerwind muss ich sagen, hat es so eine gewisse Sensibilität. Es hat einfach ein schönes und in gewisser Form auch ruhiges Storytelling. Allein wenn man den Media-Content sieht, das ist nicht brachial, es ist eine Geschichte. Und es ist unfassbar schön, die auf diese angenehme Art und Weise erzählen zu dürfen. Und ich hoffe, auch die Gäste werden das so sehen. Gar nicht mal so lang. Und doch eine Ewigkeit ist's her, als die Götter auf den Schwingen der Stürme ritten, Blitze den Himmel zerrissen und ohrenbetäubende Donnerschläge Thors Macht stets aufs Neue unter Beweis stellten. Durch tosende Wellen, zuckende Blitze und donnernde Himmelstore. Die Bahn ist komplett hier eingebettet. Wer den Park vorher mal gesehen hat und schon mal hier war, weiß, wie das vorher aussah. Oder guckt sich einfach mal den ersten Teil unserer Baudoku-Serie an. Wir haben das Ganze über die letzten Monate begleitet, wie Donnerwind hier im Park entstanden ist. Das ist einfach eine richtig, richtig coole Attraktion geworden. Und ja, Weltneuheit und noch ein bisschen hakelt es vielleicht hier und da an der einen oder anderen Stelle beim Timing und bei der Abstimmung. Aber wir sind heute am ersten Tag, wo überhaupt Gäste normal mit dieser Attraktion fahren können. Und auch die
muss man erstmal richtig testen, weil das funktioniert, man kann das alles planen und überlegen, aber im alltäglichen Betrieb läuft es dann doch immer ein bisschen anders und das wird man natürlich jetzt hier auch noch angehen. Ihr könnt trotzdem hier hinkommen und werdet eine super Experience haben, weil das Gesamterlebnis einfach richtig gut geworden ist von Donnerwind. Der Freizeitpark Plon ist super stark was dieser ganze Park einfach ist, mit der Gestaltung, mit dem Portfolio an Attraktionen und was man hier alles machen kann. Und das Vogtland ist für mich auf jeden Fall auch eine total schöne und coole Region, überhaupt mal hier Urlaub zu machen, Kurzurlaub. Also es lohnt sich auch die Reise von NRW hier rüber. Man kann hier nämlich noch viele andere coole Sachen machen. Habt ihr auch ganz viele Videos bei uns auf dem Kanal schon gesehen, den ihr hoffentlich abonniert habt. Das kostet nämlich nichts, unterstützt uns aber mega. Und dann können wir euch mehr solche Sachen zeigen wie Donnerwind. Das ist wirklich, du kannst es ja 1:1 hier wegnehmen und in einen anderen Park, in einen Major Park dieser Welt stellen. Und jeder würde denken, jo, das gehört da genau so hin. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was hier geschaffen wurde. Nicht nur mit einer großen, beeindruckenden Attraktion, sondern auch mit einem Gesamtpaket, mit einer Geschichte, die erzählt wird. Und ein Erlebnis, was man hier mit der ganzen Familie gemeinsam erleben kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei dem Ganzen. Bevor wir aber fertig sind, müssen wir natürlich mit dem Jan noch mal sprechen, weil der Jan hat uns und euch ja durch diese Baudoku begleitet und jetzt sind wir am Ende angekommen. Mal gucken, wie es ihm geht. So Jan, unsere Reise endet hier quasi. Sozusagen. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen von der Idee bis jetzt? Oh, wie viel Zeit ist vergangen? Müssten jetzt ziemlich genau 4 Jahre sein. Das ist krass, wie lange das doch am Ende des Tages dauert. Ja. Wie viel Zeit ist vergangen seit der Bestellung der Achterbahn bis jetzt? Auf der IAAPA 2024 war es in Wien, ne? Wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Kurz danach. Krass. Ja. Wie war der Tag für dich? Ja, also zum einen bin ich erstmal enorm erleichtert. Es fällt so viel Last von einem ab, weil das ist doch für uns als kleinerer, familiengeführter Freizeitpark schon eine gewaltige Investition und natürlich zum täglichen Geschäft dazu eine enorme Mehrbelastung, ne, so ein Projekt zu stemmen. Und ich bin einfach nur erleichtert, glücklich, dass die Reise jetzt vorbei ist, dass es so gut ankommt bei den Gästen und ja, super stolz und froh, dass es jetzt in den normalen Betrieb wieder weitergehen kann. Wie viel habt ihr investiert? Wie viel wolltet ihr investieren? Und wie habt ihr das dann realisieren können? Also ursprünglich waren angedacht 11,5 Millionen für das Projekt. Gelandet sind wir jetzt dann bei 13 Millionen durch diverse Mehrkosten. Also die Fundamentarbeiten sind enorm, die Kosten explodiert, weil man halt einfach nicht in den Baugrund reinschauen kann. Wir haben natürlich vorher Probebohrungen gemacht. Vorab haben wir natürlich erstmal eine Bodengrunduntersuchung gemacht. Da sind Probebohrungen gemacht worden. Da sieht man quasi in die einzelnen Bereiche, wie tief man gründen muss. Aber die spiegeln natürlich nicht das komplette Baufeld wider. Ja, und das war ein sehr großer Kostenfaktor. Und wir haben uns auch gesagt, wenn wir diese Anlage jetzt bauen, dann bauen wir sie richtig. Na, dann sparen wir auch noch nicht an der Thematisierung und geben da noch mal richtig Vollgas. Ja. Sehr stark. Du bist ja jetzt auch, seitdem wir das letzte Mal hier waren, gefahren. Wie ist für dich die Fahrt? Ach, super. Also macht wirklich Spaß. Es ist eine absolute Familienattraktion. Kann man ab 1,10 Meter fahren, was ca. 5 Jahre sind. Ja, man hat immer wieder tolle Umschwünge und immer wieder diese Kombination mit dem Wasser. Und gerade an einem heißen Sommertag wie heute die perfekte Abkühlung noch dazu. Jetzt seid ihr fertig, habt so ein riesen Ding hier hingestellt. Was machst du jetzt? Jetzt muss ich erst mal ein bisschen runterfahren. Ja, ich glaube, kann natürlich jetzt sein, dass dadurch auch noch mehr Arbeit auf uns zukommt. Wenn doch mehr Besucher kommen, wird es auch noch anstrengend. Aber es wäre schon gut, jetzt mal 1, 2 Tage einfach mal ein bisschen runterfahren und ja, einfach ein bisschen relaxen. Das tut, glaube ich, jetzt Not. Lasst den Mann nicht zur Ruhe kommen, kommt hier in den Freizeitpark Plon und dann sehen wir uns, glaube ich, bald zum nächsten großen Opening, wenn ihr alle hier die Türen einrennt. Vielen Dank. Gerne, danke. Sieht man die Baustelle hier hinten im Hintergrund und die allerersten Arbeiten, die sind schon quasi stattgefunden im Winter. Da haben wir als allererstes das Wasser abgelassen vom See. Und, wie man im Hintergrund gut sieht, beginnen jetzt schon die ersten Baggerarbeiten. Die ersten Löcher werden gebuddelt für die Fundamente sozusagen. Wo dann quasi das eigentliche Fundament aufgebracht wird, was dann bewehrt wird, geschalt wird, wo dann die Ankerkörper auch eingebracht werden. Ich hoffe, man erkennt das ein bisschen. Hier sieht man die verschiedenen Bodenschichten. Der See 1 ist jetzt mittlerweile schon so gut wie fertiggestellt. Also die Fundamente sind fertig, die Stützen stehen schon und wie ihr gerade hier seht, sind auch schon einige Schienen auf den Stützen platziert. Darin werden dann für die LIM-Antriebe mal die Schaltschränke stehen später und
Travo-Station für die Einspeisung, die Stromversorgung. Dann fährst du hier in diese Kurve, bleibst hier nochmal stehen. Hier ist dann die Showposition, wo noch eine kleine Pre-Show stattfinden wird. Dann gehen die Tore auf und du launchst raus. Also wir werden jetzt, solange die Saison noch läuft, werden wir jetzt noch ein paar Schienen montieren. Sobald die Saison dann rum ist, fliegen ja alle Bauzäune erstmal weg. Dann schaffen wir Baufreiheit, dann haben wir es natürlich auch einfacher mit den ganzen Zufahrtswegen, weil wir nicht mehr auf die Gäste achten müssen und so weiter. Und da geht dann natürlich auch deutlich schneller das Ganze voran. Bringen wir zwischendrin, also zwischen der Schlupp und dem Kran sozusagen, bringen wir dann noch Kettenzüge an. Mit denen kann man dann noch ein bisschen spielen und die Abstände variieren und die perfekte Neigung quasi anpassen. Hier sind wir in der Biegehalle. Die Biegehalle, wir biegen hier Achterbahnrohre für die Achterbahnschienen. Zuerst werden die Fahrschienen eingebaut. Danach, wenn die komplett und die Traversen komplett zusammen sind, wird die Schiene aus der Nullebene rausgeholt und dann wird sie da hingelegt. Klassischer Watercoaster, auch wenn wir ihn launchen. Das Watercoaster Boot ist genau das gleiche, das wir auch jetzt bei den anderen Projekten einsetzen. Und so ist es auch mit den ganzen Deko-Anbauteilen. GFK wird erstmal ist ein reines Plastik, also da haben wir noch keine Achsen drin, wir haben noch nicht die Sitze, wir haben noch nicht die Pumpen oder die Bügelverriegelung, die sind alle noch nicht da. Die kommen alle in unser Werk nach Herbolzheim. Dort in Herbolzheim findet dann sozusagen die Hochzeit beim Auto statt. Bei uns ist es eben dann die Hochzeit von Boot- und Stahlbau. Wird dort zusammengearbeitet, sind ungefähr so um die 5000 Teile, die an so ein Boot rankommen mit Schrauben und allem drum und dran. Die größte Veränderung ist, glaube ich, die man sehen kann, dass endlich Wasser im See ist. Wir haben die Deko-Elemente, die Thematisierung ist groß vorangeschritten. Was wir jetzt noch nicht sehen, was noch fehlt, ist, nach dem Haupteingang wird noch eine Treppe entstehen mit einer Plattform oben, die quasi über den zweiten Lounge geht. Also es gibt noch jede Menge auch von uns im Haus Arbeiten abzuschließen, Thematisierung, Dekoarbeiten und so weiter. Der Hauptteil liegt jetzt noch bei EMIS, die ganze Steuerung zu der Anlage programmieren. Ja, dann gibt es noch irgendwann zum Ende dann, dass wir jetzt noch genug Platz haben zum Laufen, noch die Abtrennung zwischen Single Rider und dem normalen Eingang. Das Boot steht auch schon bereit, die Dummies haben auch schon Platz genommen. Der Sound schon von die Lounges, dieses Brummen. Für die ganze Anlage von Mack-Rides machen wir alle Steuerungen. Wir sind verantwortlich für die komplette Elektronik an der Achterbahn.